Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Überraschung, was siehst du nicht kommen? Was steht um die Ecke und wartet auf dich? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau. Was die Jungfrau nicht kommen sieht. Die Jungfrau ist schon dort, wo sie eigentlich sein möchte. Es geht um eine Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass der Samen, den du gesetzt hast vor langer Zeit, zu wachsen beginnt, bei manchen gar zu blühen. Doch es ist irgendwie eine latente Unzufriedenheit, unterschwellig, bei manchen bewusster. Es geht darum, den Blickwinkel zu verändern, um wahrzunehmen, dass du schon längst dort bist, wo du sein wolltest. Es geht auch um die Zähmung der Ungestümtheit, sagen sie. Wäge ab und schaue, was dir die göttliche Universalzeit geschenkt hat bisher. Inwieweit hast du kontrolliert, inwieweit kam es ganz von allein zu dir, liebe Jungfrau? Es ist wunderbar. Was du säst, wird wachsen. Dein Vertrauen in dich, ins Universum, ins Göttliche, gut möglich, dass es sich verstärkt, aber gut möglich, dass es getestet wird. Deine Intuition spricht Bände. Deine Talente drängen. Zweifel, Widerstand, Selbstwert. Glaubst du daran, dass du es stemmen kannst? Solltest du. Denn das, was da kommt, wird dir die Ruhelosigkeit noch einmal vor Augen führen und die Lösung. Du wirst sie finden. Doch vorweg kommt von außen der Sturm des Widerstandes auf dich zu. Hört sich alles viel schlimmer an, als es ist, denn behalte im Hinterkopf, dein Vertrauen wird getestet. Du dachtest, wann werde ich endlich dort angekommen sein, wo ich eigentlich schon so lange hin möchte, wo ich eigentlich vielleicht schon vor ein paar Jahren sein wollte. Entdecke neu, dich neu, dein Leben neu, die Ausrichtung neu. Denn das, was da kommt, du weißt nicht, in welche Richtung zu gehen ist, das wird Selbstzweifel auslösen. Es ist, als würdest du sagen, eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich hin will. Ziellos, ohne Weg, ein Wasserzeichen, ein Luftzeichen, ein Feuerzeichen. Wir haben alles hier auf dem Tisch liegen. Du interagierst mit vielen Menschen, viele Menschen, die dir Rätsel aufgeben. Doch wenn du ganz unvoreingenommen an die Sache rangehst, in der Vogelperspektive bleibst und beobachtest,
wirst du erkennen, wie standfest du eigentlich bist, dich nicht mehr manipulieren lässt, denn unmöglich. Dass du in der Zwischenzeit Master der Manipulation geworden bist. Ich lasse es mal so stehen. Es heißt immer, das, was nicht so zustande kommt, wie wir es uns wünschen, kann oft ein Segen sein, auch wenn wir ihn diesen nicht als solches erkennen. Im ersten Augenblick. So viel hast du investiert, liebe Jungfrau. Ein Umzug in der jüngsten Vergangenheit oder ein Auszug, der gerade stattfindet, familiär, beruflich. Das Beste, was dir passieren konnte. Warum? Weil du somit freigesetzt worden bist und du wirken kannst, wo du möchtest, wie du möchtest, ohne eingeschränkt zu werden, ohne Grenzen auferlegt zu bekommen. Liebe Jungfrau, deine Hände sind aus Gold. Du hältst selbst Gold in den Händen. Wo du bist, bemerkt man dich. Du wirst neue Beziehungen knüpfen. Beziehungen zu Menschen, wichtige Menschen, die dir entweder jetzt im Imminenten oder dann in Zukunft hilfreich sein werden, beziehungsweise hilfreich sein können. Dein Leben neu wiederentdecken. Wie schon gesagt, ziellos, ohne Weg, abgestumpft. Und das ist der Test, ob du gelernt hast. Jeder nimmt sich wichtig, jeder ist am wichtigsten. Doch gerade bei dir, liebe Jungfrau, geht es nun dem Thema Zugehörigkeit, sich wichtig fühlen im Zwischenmenschlichen. Und wie wird dir das präsentiert? Indem genau das Gegenteil passiert, nämlich das Vorkommnis, dass du dir denkst, hey, gehöre ich nun dazu oder nicht? Wie wichtig bin ich diesem oder diesen Menschen? Und es ist hochkritisch, liebe Jungfrau, dass du in alte Muster verfällst, nämlich die des Opfers. Sich als Opfer fühlen, die ganze Welt ist gegen mich, keiner liebt mich und du beginnst gut möglich deine Karten auszuspielen und zu manipulieren, denn die Verlustangst, sie triggert. Doch bedenke, dies ist ein Test, denn sie möchten ja, dass das, was du manifestiert hast, goldene Früchte trägt. So, erkenne, dass sobald sich dieses eben Gesagte in dir regt an Emotionen, tief durchatmen
Und denk dir, es ist nur ein Test. Diesmal werde ich das Gelernte der Vergangenheit anwenden. Liebe Jungfrau, wir machen weiter im Extended, schauen, worum es sich genau handelt, das daraus resultierende. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ciao!